Aktuell bin ich noch unterwegs zum nächsten Spot, wo ich mir auch mal ein Boot angucken werde. Möglicherweise ist es auch schon eine Option, das Boot da unterzubringen. Also ich befinde mich gerade in Hamburg-Harburg und das Wetter spielt heute richtig gut mit. Ich muss mich gerade in der Kneipe kurz unterbringen, damit ich von den Regen entflohen konnte. Bringt aber nichts, der Termin kommt. Ist nicht so meins, so eine alte Stammkneipe. Oh Gott. Naja, gut. Dann muss ich jetzt wohl durch den Regen. Was das Boot angeht, ich habe keine Ahnung, was mich da erwarten wird. Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es in diesem Verein wohl nicht viele Segelboote. Das ist größtenteils ein Motorbootverein. Ein Eigner hat halt ein Segelboot sich gekauft, kann es jetzt aber nicht mehr fahren, weil er ärztlich nicht mehr ganz in der Lage dazu ist. Oh, bitte mach irgendwer auf. Nee. Legen wir gleich mal mit der Besichtigung los. Die Nichoysen 32 ist ein britischer Cruiser Racer, der von 1962 bis 1975 von der Werft Kepler und Nichoysen in Gosport, England gebaut wurde. Mit einer Länge von 32 Fuß und einem Gewicht von 4,8 Tonnen soll es Platz für 4 bis 6 Personen bieten. Das sind zumindest die Infos aus dem Netz. Merkwürdigerweise soll dieses Schiff sogar 7 Tonnen wiegen und ist dabei 9,95 Meter lang. Das Boot soll sehr seetüchtig sein, was aber bei einem Tiefgang von 1,90 Meter nicht verwunderlich ist. Die Plicht ist mit viel Holz ausgestattet, was pflegebedürftig ausschaut. Da es den ganzen Tag geschüttet hatte, ist natürlich auch alles klatschnass, wodurch sich mein persönlicher Eindruck vom Schiff etwas mehr verschlechtert hat. Bis auf einen Kompass sind keine weiteren Navigationsinstrumente vorhanden. Drinnen ist der Zustand des Schiffes sehr verkramt. Es lag wirklich an jeder Ecke Schramms. Das WC ist sehr klein. Es gibt ein Waschbecken mit einem Spiegel und unter dem Haufen Segeln liegt eine Pumptoilette. Durch den WC-Raum wird der Mast gesteckt und mit dem Rumpf verbunden. Allem Anschein nach ist es an dieser Stelle undicht. Im Boot riecht es wie in einem feuchten Keller und die Bilge, welche nun eindeutig vorhanden ist, da auch Tanks im Kiel untergebracht sind, steht Wasser und das relativ hoch. Als Motor ist ein Seepanther Mk3 untergebracht, der 30 PS haben soll und wie auch das Boot aus dem Jahr 1978 stammt. Im Internet sind keine Informationen zu dem Motorchen zu finden. Bei der Besichtigung ist er leider auch nicht angesprungen. Zum Ende der Besichtigung meinte der Eigner, er hätte noch ein weiteres Boot, was er gern verkaufen möchte. Dann schauen wir uns das doch gleich mit an. Das zweite Schiff hat den Namen Pandora. Das ist eine Ketch aus Holz mit GFK überzogen. Die genaue Typenbezeichnung konnte ich nicht herausfinden. Die Betakelung ist leider unvollständig, da die Kreuzwante fehlt. Zum Anfang der Besichtigung meinte der Verkäufer gleich, dass das Deck undicht ist. So riecht es im Innenraum auch leider. Dennoch ist es nicht so unaufgeräumt wie im ersten Schiff, aber es sieht alles aus, als wäre es gerade im Rohbau. Interessant ist die Heizung über den inneren Kühlkreislauf vom Motor, welcher den Innenraum aufheizen kann. Das habe ich bisher noch nicht so gesehen. Als Motor ist ein Mercedes OEM Motor eingebaut, welcher erstaunlicherweise auch gelaufen ist. Technisch ist jedoch alles auf einem sehr alten Stand. Im Endeffekt habe ich mir jetzt beide Boote angeguckt. Das zweite, ja, wie man es im Video vielleicht sieht, ist jetzt nicht gerade sehr geil. Also es war schon ziemlich runtergerunzt und der will halt trotzdem 8.000 für die Kiste haben. Entspricht nicht ganz meinen Vorstellungen, dementsprechend werde ich das nicht machen. Das zweite Boot war auch so lala. Das war schon okay, sage ich mal, von der Substanz. Leider war die Bilge aber auch relativ nass und da es so ein Langkieler gewesen ist das auch so eine Sache, die jetzt nicht gerade optimal ist eigentlich. Gut, Langkieler sind bestimmt auch keine schlechten Boote, aber persönlich kann man mich damit nicht aus und das ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite. Ja, und sonst vom Liegeplatz her gibt es die Möglichkeit, einen Liegeplatz zu erhalten, der auch äußerst günstig ist, muss ich schon mal sagen. Ob und wie das was wird, ist natürlich so eine Sache, weil eines dieser beiden Boote müsste verkauft werden, damit ich einen Liegeplatz bekommen könnte. Aktuell haben sie momentan keinen. Das ist natürlich nicht gut, aber in einem halben Jahr sieht es vielleicht auch anders aus. Das ist natürlich die Sache, worauf man hoffen müsste. Oder ich müsste noch gucken, dass ich einen anderen Hafen finde, um eine Ausweichmöglichkeit zu haben.
ansonsten sieht es so aus, als ob das wirklich eine Möglichkeit wäre, auf dem Schiff zu wohnen. Da muss ich mir auch selbst die Frage stellen, ob ich das möchte. Oder, weil das ist natürlich auch damit verbunden, man muss gucken, dass man genug Ressourcen immer an Bord hat. Ist natürlich nicht so einfach, wie einfach eine Wohnung zu nehmen und dann darauf zu wohnen. Aber ganz ehrlich, Hamburg, da gehen die WGs bei 500 € im Monat los. Und das ist echt nicht günstig. Ich meine, rein theoretisch, ich habe das mal durchgerechnet, würde man eine ganze Menge sparen, wenn man auf dem Boot leben würde. Und dabei würde sich der Anschaffungspreis vom Boot auch noch amortisieren. Und wenn man, ich habe da gleich noch 100 € pro Monat für Reparaturen eingeplant, die wären auch mit drin. Das ist schon eine sehr gute Sache. Und ich glaube, ich muss zusehen, dass ich jetzt hier irgendwie wegkomme, weil das Wetter scheint sich wieder zu ändern. Das hat sowieso schon die ganze Zeit. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann liked bitte das Video und abonniert den Kanal.